Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Heute habe ich ein ganz spezielles Video für euch. Auf der einen Seite unterhalten wir uns natürlich über Real Madrid, über die 3 Spieler, die ein Florentino Perez haben möchte für sein neues Real Madrid. Das Ganze bestätigt von La Cope. Aber ich möchte auch noch ein paar andere Themen mit euch besprechen, die sehr interessant und teilweise sehr, sehr lustig sind. Auf der einen Seite geht es um den Twitter-Account von Atletico Madrid. Was da gestern passiert ist, mir fehlen die Worte. Es ist unglaublich. Ihr müsst einfach wissen, was da los ist. Ich erkläre es euch in diesem Video. Dann habe ich natürlich auch die Informationen rund um das Ergebnis von Real Madrid Castilla. Wie haben unsere Jungs sich geschlagen? Und wenn wir schon mal bei Ergebnissen sind, möchte ich euch ein Ergebnis präsentieren. Und da geht es um Arda Güler. Das wird euch freuen. Also, viel Spaß beim Video. Ja, lasst mich dieses Video zunächst einmal mit einer Entschuldigung starten, denn das, was ich euch jetzt zeige, wollte ich euch eigentlich schon vor über einer Woche zeigen. Ihr erinnert euch daran, ich habe damals mit Dalux Design und dem lieben Real Nunes ein Gewinnspiel gemacht und der liebe Gewinner war jemand aus unserer Community, hat mich richtig gefreut, und zwar der liebe Talha hat gewonnen und hat sich dieses Design ausgesucht. Und ob Dalux Design dieses Design hinbekommen hat, ja, schaut selbst. Ja, und ich bin einfach nur begeistert. Das war Son Goku, Ruffy und Ace mit dem Hintergrund von Fenerbahce Istanbul. Also, geile Arbeit von Dalux Design. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr auch so ein Wappen, ein Emblem, euer eigenes Design haben wollt. Ihr habt gesehen, ein komplett eigenes Design, und wie die das bearbeiten, traumhaft. Kein Problem, ihr könnt den Code eingeben bei Dalux Design, Mario10, und ihr kriegt 10% Rabatt auf eure Bestellung. Also, viel Spaß dabei. So, kommen wir jetzt aber zu Real Madrid und zu Real Madrid Castilla. Die hatten gestern ihr Hinspiel im Playoff um den Aufstieg in die 2. spanische Liga gegen den Favoriten Sabadell. Ja, und was soll ich sagen? Ich hab doch gesagt, Real Madrid steigt auf. Nein, es ist noch lange nichts gewonnen. Aber die Jungs haben gestern im Hinspiel 2:0 im Alfredo Di Stefano gewonnen. Unter den Augen von dem Florentino Perez, der gefeiert wurde wie ein Rockstar von den Zuschauern. Und es bleibt zu erwähnen, in diese Spiele kommen nur Socios. Also das ganze Socios waren da zusammen, oder sehr viele, auch die Kinder. Florentino Perez hat da ein Bad der Massen genommen. Die Jungs von Real Madrid Castilla haben abgeliefert. Ja, ein 2:0 Hinspielergebnis. Lasst uns die Daumen drücken, dass wir das Ergebnis im Rückspiel halten können, und dann wären wir im Finale zum Aufstieg in die 2. Liga. Also, wenn das so weitergeht, unsere A-Jugend gewinnt das Triple, die gewinnen die Meisterschaft, die gewinnen den Pokal, die gewinnen die Youth League. Wenn unsere zweite Mannschaft Castilla in die 2. Liga aufsteigt, dann wäre das wahrscheinlich die beste Saison in der Geschichte der Jugendarbeit von Real Madrid. Es sind auch, glaube ich, 10 Mannschaften Meister geworden. Also die Jugendarbeit von Real Madrid stimmt schon mal. Auch wenn die Erwachsenen uns dieses Jahr nicht viel Freude gemacht haben. So. Was mir aber gestern sehr viel Freude gemacht hat, und die Geschichte muss ich euch einfach erzählen, ist der Admin vom Twitter-Account von Atletico Madrid. Und wie der das gemacht hat, ist unglaublich. Ja, fangen wir erst einmal an, worum geht es hier? Es geht sich darum, dass in den spanischen Medien nichts anderes zu lesen war, und nicht nur in den spanischen, in den deutschen bin ich ganz ehrlich auch, dass der FC Barcelona ein Angebot machen wird, nachdem sie Anthony Gordon gekauft haben, für Julian Alvarez in Höhe von 100 Millionen. Und das haben sie alle berichtet, unter anderem auch ein Fabrizio Romano. Der hat das gestern sogar in seinem YouTube-Video offiziell gesagt. Barcelona hat ein Angebot gemacht in Höhe von 100 Millionen für Julian Alvarez.
Ja, und das sind so mehr oder weniger, oder nicht mehr oder weniger, das sind genau die gleichen Methoden, die ein FC Barcelona letztes Jahr angewandt hat bei der Verpflichtung von Nico Williams. Da hat auch ein Fabrizio Romano gesagt, der Spieler hätte schon zugestimmt, der Spieler möchte weg, der Spieler möchte zu Barcelona, alles identisch wie mit Julián Álvarez. Ja, und der Admin von Atletico Madrid oder der Verein an sich haben sich gestern gesagt, das reicht. Dann fingen die erstmal an mit dem ersten Post. Ich zeige euch den. Da steht Atletico Madrid auf ihrem offiziellen Account: Wir machen ein Angebot für Lamine Yamal. Unser Angebot: 4 Tickets für das Bad Bunny Konzert, übrigens im Wanda Metropolitano oder Cias Metropolitano, wie auch immer das inzwischen heißt, in ihrem eigenen Stadion. Also haben die dafür schon mal Werbung gemacht. Guter Handgriff. Und jetzt der nächste gute Handgriff: ein Monatsabo für das ABC. Wir wissen alle, das ist natürlich so ein Seitenhieb an Florentino Perez. In seiner berühmten Pressekonferenz hat er ja eine halbe Stunde erzählt, dass er jetzt sein Abo beim ABC kündigen wird, nach 50 Jahren da etc. Also Seitenhieb an Real Madrid. Und das nächste, eine Tüte Sonnenblumenkerne, könnte auch ein Seitenhieb an Real Madrid sein. Ihr wisst, in Spanien sagen die gegnerischen Fans, vor allem die Atletico Madrid-Fans, dass die Real Madrid-Fans im Bernabeu nicht anfeuern, sondern nur Pipas essen. So, das war also der erste Tweet. Damit hatte Atletico Madrid aber noch nicht genug. Danach hauen die hinterher, wir machen auch ein offizielles Angebot für Pedri, und weil wir keine Tickets mehr haben für das Konzert von Bad Bunny am Samstag, legen wir auf das letzte Angebot nochmal 6 Tickets drauf für das Konzert von Bad Bunny am Sonntag in ihrem eigenen Stadion. Die machen also nochmal Werbung. Oh, und die sagen auch, fällt mir gerade ein, dass ein Pedri 6 Tickets mehr wert ist als Lamine Yamal. Aber das ist ein anderes Thema, darum geht's nicht. Ja, spätestens mit dem dritten Tweet hatten die mich aber komplett im Koma vor Lachen. Denn da haben sie gesagt, wisst ihr was, wir gehen all in, wir wollen auch Rafinha ausgeliehen haben. Und dafür bieten wir Tom Ford und Smith. Und viele fragen sich, wer ist Tom Ford und Smith? Das ist so eine lustige Geschichte. Ihr erinnert euch ans Pokalspiel Atletico Madrid gegen Barcelona. Atletico Madrid gewinnt 4:0. Dann stand das Rückspiel an. Und Sestero wurde nach dem Mittagessen mit Laporta, also wo die Vorstände miteinander Mittagessen, danach gefragt, hör mal, hast du nicht Angst vor Lamine Yamal? Der ist in so einer Top-Verfassung. Und der Präsident von Atletico Madrid, der schon gut einen im Tee hatte nach diesem Mittagessen, ja, der sagte, wir haben auch gute Spieler. Wir haben Álvarez, Tom Ford, Smith. Der hat einfach 2 Namen erfunden, weil er komplett wie gesagt, schon einen im Tee hatte. Und das ging natürlich auch durch die spanische Medienwelt. Nach dem Sieg gegen den FC Barcelona, die haben 3:0 verloren, aber nachdem sie weitergekommen sind gegen Barcelona, hat er danach auch ein lustiges Video gemacht, wo er gesagt hat, ja, wir sind weitergekommen und wir brauchten nicht einmal Tom Ford und Smith. Also finde ich schon gut, dass er sich selber über sich lustig gemacht hat. Ja, und der Admin hat sich über den eigenen Präsidenten lustig gemacht. Also 10 von 10. Danach noch ein kleinerer Tweet, wo sie sagen, der Scouting-Chef von Barcelona wird nicht der Scouting-Chef von Atletico Madrid in Brasilien. Naja, das fand ich jetzt nicht so lustig. Ja, aber danach haben sie in einem Tweet zusammengefasst, worum es denen eigentlich geht. Und ich würde vorschlagen, lesen wir uns diesen Tweet zusammen einmal durch. Nein, Atletico Madrid würde so etwas niemals tun. Allerdings waren wir in den letzten Monaten einer Schmutzkampagne gegen einen unserer Spieler ausgesetzt. Eigennützige Indiskretionen, Falschmeldungen, ständige Respektlosigkeit, die Barcelona-Variante der Manipulationsmaschinerie, Telefonanrufe vor direkten Konfrontationen. Aber natürlich käme es uns nicht in den Sinn, den Vizepräsidenten der Schiedsrichter zu bezahlen oder politische Gefälligkeiten in Anspruch zu nehmen, um Spieler einzuschreiben, nicht zu verpflichten, das Übersetzungsprogramm war nicht gut, Respekt und Werte. Also eine komplette Breitseite. Die haben danach auch noch ein offizielles Statement über Marca, AS, El Mundo etc. verbreitet, wo sie klar machen, dieses Angebot, das ein Fabrizio Romano verkündet hat, ist noch nicht mal bei denen angekommen. Sie haben noch nie ein Angebot für Julián Álvarez von Barcelona bekommen. Und selbst wenn, haben sie gesagt, Julián Álvarez ist unverkäuflich. Wenn man den will, kann man 500 Millionen Euro an La Liga zahlen. Das ist seine festgeschriebene Ablösesumme. Also eine komplette Breitseite von Atletico Madrid an den FC Barcelona. Überlegt mal, das war das erste Mal, dass Atletico Madrid sogar etwas zum Fall Negreira gesagt hat.
ist natürlich für die ganzen Barca-Fans, die immer sagen, ach Negreira, das ist eine Erfindung der Real Madrid-Fans. Für die ist das jetzt auch mal ein Schlag ins Gesicht. Auch die anderen Vereine wissen natürlich, dass es nicht okay ist, 20 Jahre lang den Vizepräsidenten der Schiedsrichter zu zahlen. Und dann auch nochmal die nächste Ohrfeige wegen dem Fall Dani Olmo. Ja, das, was der FC Barcelona in den letzten Jahren in Financial Fair Play gemacht hat, ist fast genauso dreckig wie das, was sie mit Negreira gemacht haben. Also, Atletico Madrid hat komplett einen Roundhouse-Kick gemacht, komplett den FC Barcelona angegriffen, nebenbei noch Real Madrid so klein einen reingedrückt oder zumindest ein Florentino Perez oder den Fans auch. Naja, sie haben sich auch über ihren eigenen Präsidenten lustig gemacht. Ja, das sind die Zusammenhänge von diesen historischen Tweets. Und um ganz am Ende dem Ganzen nochmal die Krone aufzusetzen, haben die noch diesen Tweet gezeigt. In dem steht, wenn der FC Barcelona einen von deinen Spielern möchte und da kommt ein Löwe angerannt und am Ende ist das nur ein Hund. Also Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mich gestern kaputt gelacht habe bei diesen ganzen Tweets. Und wir Madrid-Fans stehen nebenan und essen Popcorn und lachen uns kaputt, was da los ist. Ja, schön mal, dass der FC Barcelona und Atletico Madrid ihre Energie nicht damit verbrauchen, nur Real Madrid zu attackieren. Schön, wenn die sich gegenseitig auch mal in die Haare bekommen. So. Ja, Schluss jetzt damit. Wer sich auch in die Haare bekommen hat, also zumindest auf der Social-Media-Seite der La Liga, ist Fermín López und Arda Güler. Und ich hatte euch Anfang der Woche gebeten, bitte stimmt für Arda Güler ab. Er muss einfach der beste U23-Spieler der La Liga sein und er muss auch das schönste Tor gemacht haben. Ja, und ich plapper natürlich nicht nur, ich handle natürlich auch selber. Ich lasse das mal so ein bisschen parallel laufen. Ja, und wie ihr seht, Arda Güler hat Fermín López überholt. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Viele von euch haben mir gesagt, Mario, ich habe abgestimmt, setz mir den Link, zeig mir den Link. Ich habe den Link dann gepostet, angepinnt unter meinem YouTube-Video und die ganzen Leute haben anscheinend für Arda Güler gewotet. Wer das noch nicht gemacht hat, Anfang der Woche habe ich ein Video gemacht, das heißt Arda Güler braucht eure Hilfe und da bitte auf den Link und klickt an. Inzwischen habe ich heute Morgen übrigens nochmal geguckt und Arda Güler führt inzwischen mit 50,8%, vor Fermín mit 44,4%, aber das Ding ist noch nicht gewonnen, also weiter abstimmen für Arda Güler. Also ich wollte mich bei jedem einzelnen von euch bedanken. Danke für die Unterstützung, hat mich sehr, sehr gefreut, aber das Rennen ist noch nicht vorbei. Also bitte, wer es noch nicht gemacht hat, weiter abstimmen. So. Und jetzt schlussendlich, nachdem wir über diese ganzen kleinen anderen Themen geredet haben, wollte ich mit euch zu Real Madrid kommen. Und wir wissen, Florentino Perez ist gerade im Wahlkampf gegen Enrique Riquelme. Enrique Riquelme hat übrigens angekündigt, dass er heute schon Namen droppt von Trainern, von Spielern, vom Sportdirektor etc. Und meine Vermutung, er wollte es ja eigentlich am Donnerstag sagen. Und dann hat er gesagt, nee, ich sage es am Samstag. Und jetzt habe ich mal so eine Vermutung. Ihr könnt ja sagen, was ihr von meiner Vermutung haltet und das in die Kommentare schreiben. Irgendwie habe ich die Vermutung, es geht um Mikel Arteta und dass er mit seiner Ankündigung nicht das Champions League-Finale beeinflussen möchte. Das ist so eine Vermutung, die ich habe, dass er warten möchte bis nach dem Champions League-Finale. In seinem perfekten Szenario gewinnt Arsenal die Champions League. Und er das dann ankündigen möchte, Mikel Arteta wird neuer Trainer von Real Madrid, wenn ich Präsident bin. Weil das ergibt für mich Sinn, warum er vielleicht sagt, ich kündige es nicht Donnerstag an, sondern Samstag. Naja, könnt ihr sagen, was ihr von meiner Theorie haltet. Ja, wie dem auch sei, lasst uns mal ehrlich sein, am Ende wird Florentino Perez das Ding gewinnen. Alleine, was man gestern mit Alfredo Di Stefano gesehen hat, wie der gefeiert wird von den Socios. Also da müssten schon deutlich andere Namen kommen als Mikel Arteta, meiner Meinung nach. Und selbst dann wird ein Florentino Perez gewinnen. Das hat er sich auch verdient mit seiner Arbeit in den letzten 20 Jahren. Und die Frage ist, wen möchte ein José Mourinho, wen möchte ein Florentino Perez für sein sportliches Projekt? Und die Frage hat La Coppe gestern beantwortet. Hören wir uns das zusammen einmal an. Der FC Barcelona arbeitet neben dem Transfer von Julián Álvarez auch am Transfer von Guardiol, dem Spieler von Manchester City. Innenverteidiger, Außenverteidiger. Er hat noch ein Jahr Vertrag und City könnte versuchen, ihn abzugeben, um Geld für ihn zu bekommen. Also Barca ist an diesem Spieler von Manchester City interessiert. Florentino Perez, der in sportlichen Angelegenheiten bisher kein Wort gesagt hat und von dem ich nicht weiß, ob er es in den nächsten Wochen tun wird, er hat auch wichtige Namen im Kopf. Ich weiß nicht, ob er das im Wahlkampf sagen wird oder nicht,
aber Florentino Perez gefallen diese Spieler für Real Madrid. João Neves, der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, der an diesem Wochenende das Champions-League-Finale spielt. Bastoni, Innenverteidiger von Inter Mailand. Und die Rückkehr von Victor Muñoz, dem Spieler von Osasuna, der in die Liste von De La Fuente aufgenommen wurde. Für die Weltmeisterschaft und für den Real Madrid gibt es eine relativ einfache Rückkaufoption. Ja, ihr habt es selber gehört. Zunächst einmal Respekt an den FC Barcelona. Wenn sie den Julián Álvarez wirklich holen, für mich sieht es sehr, sehr schlecht aus nach dieser Aktion von Atletico Madrid. Also ich glaube nicht, dass Atletico Madrid noch bereit ist, mit dem FC Barcelona zu verhandeln. Naja, aber auch ein Guardiol, für mich ein überragender Innenverteidiger. Und ich würde mir wünschen, dass Real Madrid sich den holt. Also bitte, wenn da oben einer hinhört, wenn einer meine Videos schaut, bitte Madrid, holt ihr euch Guardiol. Naja, wie dem auch sei, Respekt dafür, aber kommen wir zu Real Madrid. Real Madrid möchte, oder Florentino, João Neves, Bastoni und Victor Muñoz. Und dieser Victor Muñoz ist heute übrigens auch von Látigo Serrano noch einmal bestätigt worden. Also das Ding scheint schon mal ziemlich klar zu sein. Eine Frage, wenn Madrid jetzt die Klausel holt, haben wir dann doch einen Spieler bei der WM? Ja, oder? Wenn der dann Real Madrid gehört. Naja, in Spanien hieß es ja auch, ein David Villa wäre Spieler vom FC Barcelona, obwohl er vor der WM noch ein Spieler von Valencia war. Also muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber die anderen Namen sind zwei größere Namen. Ein Bastoni, das hatte ich euch ja letzte Woche schon berichtet, von dem Miguel Serrano, der das auch veröffentlicht hatte. Und ich sage immer noch dabei, dass wir den Verteidiger haben wollen, schön und gut. Aber zunächst einmal muss Inter Mailand verhandeln wollen, denn der Präsident hat etwas anderes in den Medien gesagt. Schauen wir mal dahin, was passiert. Und João Neves, der kongeniale Partner von Vitinha im Mittelfeld von Paris Saint-Germain. Ein überragender Fußballer. Gegen Bayern hat er mir so gefallen. Sein Kopfballtor als 1 Meter, wie groß ist der, gegen die Beine im Hinspiel, fand ich auch schon überragend. Und das ist so ein aggressive Leader, der hat Charakter, der hat einen guten Spielaufbau. Der geht vielleicht neben Vitinha so ein bisschen im Fame unter, aber wir reden hier über einen absoluten Weltklasse-Baller, einen tollen Fußballer, der Real Madrid natürlich weiterhelfen würde. Und das Ganze passt auch so ein bisschen, weil Mendes sein Berater ist. Der Berater, der auch der Berater von Mourinho ist, der jetzt durch den Transfer von Mourinho ganz nah wieder sein soll an der Entourage Real Madrid. Die Beziehungen haben sich verbessert. Und gestern hieß es schon, bevor der Name gedroppt ist, Real Madrid möchte unbedingt einen Spieler von Jorge Mendes in diesem Sommer holen. Also, wenn man diese ganzen Informationen nimmt, dann scheint es so zu stimmen, Real Madrid möchte João Neves, Florentino Perez möchte João Neves. Für mich wäre das eine Riesenfreude. Ich finde, das ist ein ganz toller Fußballer und ich glaube, der würde Real Madrid sofort helfen. Ja, wie gesagt, heute war es mal eine etwas andere Art Video. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt zu Dalux Design, was ihr zu sagen habt zu Atletico Madrid, Real Madrid Castilla, Arda Güler und natürlich auch zu diesen Verpflichtungen. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, hypt dieses Video, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Die 30.000 wären ein absoluter Traum. Wäre sehr schön, wenn du mir dabei hilfst. Also, wir sehen uns tatsächlich übermorgen wieder. Morgen habe ich keine Zeit. Morgen sind wir auf der Jahresabschlussfeier von meinem Sohn von der Fußballmannschaft. Sollte etwas ganz Spektakuläres passieren, die Namen von Riquelme etc., dann werde ich wahrscheinlich einen Short machen oder ein kurzes Video. Werden wir sehen. Also, bis morgen.